Ich bin der Wolfgang und der Tobias ist heute bei mir zu Besuch und er hat Interesse, sich mein Aquarium anzuschauen. Ne? Jawohl. Ja, ich bin gespannt. Oh, Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist in einem Terrarium drin. Habe ich noch nie gesehen. Ein Hobby hat die Macht, Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenseinstellungen, Möglichkeiten, aber eben auch Altersgruppen zusammenzubringen. Und so wie das Hobby der Aquaristik soll auch mein Kanal die verschiedensten Charaktere zeigen. Vom Chaoten über den nebenberuflichen Wissenschaftler bis zum sonst eher zurückhaltenden, aber dennoch begeisterten Fachmann für seinen ganz individuellen Glaskasten. In diesem Video schauen wir uns das Aquarium von Wolfgang an und ja, ich sag das echt oft, aber sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Naydrop. Es sind etwa so 1800 Liter, was so die Beckengröße ist. Und für mich war einfach die Größe ganz wichtig, um einfach mehr einen optischen Eindruck noch zu bekommen, dass es einfach noch spannender ist und weil man einfach da viele Möglichkeiten hat. Wie kamst du auf die Idee, dieses Aquarium bei dir so einzubauen? Wir sind hier in einem Wintergarten, es ist ganz tropisch, es riecht auch sehr tropisch, ja, also es ist ja ein gewisser Urlaubsflair, der hier entsteht. Ja, ich habe eigentlich immer schon als kleines Kind mein Aquarium gehabt, aber das war ein Süßwasseraquarium. Dann habe ich überlegt, wenn ich dann so im Ruhestand bin, dass man dann sein Hobby also noch ein bisschen erweitert. Ich habe hier also einen Wintergarten, wo ich über 300 Pflanzenarten drin habe. Und dann habe ich überlegt, diese Kombination Wintergarten, tropische Pflanzen und dann so ein Meerwasseraquarium, was also doch richtig Dynamik hat, das dann irgendwie einzubauen. Wollen wir mal zusammen hingehen? Na klar, gerne. Erstmal anlocken. Wenn hier schon so viel Action ist, muss man denen auch was Gutes tun. Genau. Aber es ist immer wieder faszinierend, wie doch die Tiefe von so einem Becken überhaupt nicht rauskommt, gell? Ja, merkst du gar nicht. Das ist metertief, ne? Wahnsinn. Man geht also ein paar Stufen runter, man ist praktisch wie in einer Unterwelt. Und dann habe ich auch überlegt, wie groß muss ein Aquarium sein. Das Becken hat eine Höhe von 1 Meter und wenn man davor steht, so in meiner Körpergröße, das ist so, wie wenn man wirklich im Meer ist und hat also diese ganze Atmosphäre, die Bewegung, die Dynamik. Und gerade ein Meerwasseraquarium hat ja unwahrscheinlich viel Dynamik. Ne? Ja. Durch die Beleuchtung, durch die Korallen, die sich bewegen. Und was natürlich faszinierend ist, die bunten Fische. Da kommen natürlich so ein bisschen Urlaubserregungen, die werden dann wachgerufen. Und das macht die Sache natürlich schon spannend. Was ist denn so das Tier, wo du sagst, da freue ich mich immer, wenn ich den zu Gesicht bekomme? Also was ich ganz toll finde, Zankelus, das ist einfach, wenn er so eingeschwebt kommt. Ich habe den auch mal in der Südsee in der freien Natur mal gesehen, in einem Hafenbecken. Und das fand ich also schon faszinierend. Oder auch der Weißkehldochter finde ich also auch immer wieder, also doch wunderschön. Aber was eigentlich so mit mein interessanter Fisch ist der Picasso-Drücker. Das ist also ein Fisch, wo ich sage, wow, der ist von den Farben irgendwie faszinierend. Und wenn er wie so eine Fregatte da angeschwommen kommt, also das begeistert ja, mich dann. Drückerfische sind Wahnsinn. Einen Kugelfisch habe ich gesehen, hast du drin? Ein Kugelfisch, welcher natürlich auch noch sehr interessant ist. Dort hinten der Pfauenkaiser. Wo ich eigentlich noch so ein bisschen stolz bin, dass die Fische noch nicht an meine Korallen gehen. Ja. Man sagt also gerade der Zankelus oder der Kaiserfisch oder auch der Picasso-Fisch, dass sie doch an die Korallen gehen. Ich habe vorwiegend LPS-Korallen, aber wie ich gelesen habe, knabbern die dort also ganz gerne. Bis jetzt toi toi toi, aber das Becken ist groß genug, also sie haben genug Auswahl. Und ich hoffe nicht, dass sie dann irgendwann mal Appetit bekommen. Ja. Ich versuche sie immer auch vielseitig zu füttern, damit sie dann nicht irgendwie dann meine Korallen dann als Nachspeise. Wie lange hast du das Becken schon? Becken? Naja, 5 Jahre habe ich es jetzt. Das ist also gar nicht so lange. Wie gesagt, ich habe also mir Gedanken gemacht, wie man das einrichtet, gerade auch im Vorfeld. Das sind also richtige Korallen, die Dekoration, die aus der Südsee stammen, also totes Korallengestein.
Und dann habe ich also mir vorher ein Modell gemacht, also Pappkarton und wie man die Korallen gestaltet. Das war mal so eine Wochenendbeschäftigung und das hat mir viel Spaß gemacht. Denn wenn das Becken erstmal steht, vielleicht auch mit den ganzen Korallen, ist es schwierig, dann etwas zu verändern, weil man dann doch einiges kaputt macht. So ein bisschen V-förmig habe ich das gemacht. Das Becken hat eine Tiefe von 1 Meter, was natürlich durch das Wasser nicht ganz zu tragen kommt, aber das muss man durch die Gestaltung der Korallen das einfach doch so ein bisschen interessant gestalten. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? 71. 71? Ja. Mit 71 in diesem Hobby. Was ist so der Weg, wie du dich informierst? Wenn du bestimmte Arten recherchieren möchtest, bist du richtig im Internet unterwegs oder nutzt du Bücher oder andere Medien? Also ein bisschen Internet, ein bisschen Bücher. Ich belese mich da eigentlich auch so ein bisschen oder versuche mich irgendwie mit Kollegen auszutauschen, die also auch ein interessantes Becken haben. Und das ist, ich glaube, dieser persönliche Austausch, Leute, die also auch Meeresaquarien lieben, die also einen gewissen Anspruch haben, also ein schönes Becken zu haben, ich glaube, das sind für mich so die schönsten Gesprächspartner und das macht dann auch Spaß, weil man sich gegenseitig bereichern kann. Viele Korallen, die man hier sieht, vor 30, 40 Jahren, hätte man die gar nicht halten können, aber durch die Entwicklung also der Meeresbiologie ist es einfach möglich, dass man also sowas Wunderschönes sich hier im Wohnzimmer im Prinzip gestalten kann. Ja. Magst du uns einen kleinen Einblick in deine Technik geben? Geht das? Die Technik habe ich hier nicht, die habe ich in der Garage. Die ist also recht umfangreich. Und zwar aus vollem Grund. Die Technik hatte ich also erst hier unten, aber dann habe ich überlegt, wenn man älter wird, man kann sich dann vielleicht nicht mehr so groß bücken und mit einem relativ großen Aufwand geht also das ganze Wasser einmal quer durch den Garten. Und in der Garage habe ich dann wirklich in Arbeitshöhe die ganze Technik, alles was so dazugehört. Das ist für mich also vom Handling her eigentlich sehr leicht. Aha, in der Garage, oh krass, okay, ach, das ist in einem Terrarium drin. Ja. Quasi, ne? Mit Scheiben, dass die Luftfeuchtigkeit drin bleibt. Genau. Und jetzt siehst du natürlich auch, das ist natürlich alles hier vom Handling her ganz anders. Ich habe also oben noch ein Becken, das ist kleiner, also 500 Liter und ich wollte das miteinander verbinden. Ja. Deshalb natürlich auch der ganze Aufwand, wenn du hier arbeitest, es geht ja immer doch jede Menge Wasser verloren, das auf dem Fußboden dann und hier kannst du mit dem Gartenschlauch das sauber machen. Ja, genau. Dann habe ich ja hier den Kohlefilter, Phosphatfilter, da drüben ist der Kalkreaktor und so machst du das also in Arbeitshöhe und das ist natürlich ganz einfach. Richtig cool. Ich meine, du bist 1,95 groß, aber trotzdem, das ist natürlich so wesentlich angenehmer hier zu arbeiten. Aber das habe ich, die Idee, die habe ich noch nie gesehen, dass jemand ein Terrarium baut, um quasi einmal die Luftfeuchtigkeit im Technikbecken, was extern ist, drin zu halten. Und vor allem natürlich auch aus energetischen Gründen. Ne? Sehr, sehr, sehr cool gelöst, oder? Hast du auch noch nie gesehen. Begeistert. Ja. Sowieso. Einmalig, muss ich schon sagen. Du hast ja auch einen wunderschönen Wintergarten hier und ich habe sogar einen Teich entdeckt. Sind da Fische drin? Ja, ja. Ja? 2 Stück. Die kannst du sogar sehen. Ne? Ach ja, ja. Da siehst du es, ja. Ja, die habe ich fast so über 300 Pflanzenarten drin, etwa 100 Bromelien und Tillandien und auch Orchideen. Jetzt sieht es natürlich nicht schön aus, ich lasse es einfach wachsen. Und dann im Frühjahr, so März, April, dann muss ich hier mit der Machete wieder durch und dann wird das wieder ein bisschen schöner aussehen. Also mit dem Wasserwechsel bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hatte gerade jetzt jemanden kennengelernt, der sagte, man sollte fast gar keinen Wasserwechsel machen, weil man das ganze Gleichgewicht durcheinander bringt. Aber ich glaube, wir haben hier also Tiere, ich denke an die Korallen und Fische aus der ganzen Welt. Und in der Natur gibt es sowas eigentlich gar nicht. Und diese ganzen Tiere, die müssen ja auch miteinander harmonieren, sie müssen sich vertragen, die Korallen geben Nässergifte ab. Ich glaube, dass da also Stoffe abgegeben werden, die man rausfiltern muss, also durch Kohle und so weiter. Deshalb sollte man sicher auch regelmäßig mal einen Wasserwechsel machen und naja, so 200 Liter wechsle ich alle 8 Wochen. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass die Korallen dann mal so richtig aufatmen, ja? Dass sie also jetzt frisches Wasser haben. Es sind vorwiegend LPS-Korallen, weniger Acropor und so weiter, die sehr empfindlich sind. Meine Wasserwerte, ich liege also bei Phosphat etwa 0,8 bis 1,2, Nitrat
bei 4 bis 5. Und das sind Wasserwerte, wo eigentlich LPS-Korallen also noch ganz gut gedeihen können. Auch wenn die Werte ein bisschen höher sind jetzt bei dir, aber man muss natürlich sagen, dein Besatz ist ja relativ, das soll nicht abwertend sein, aber einfach gehalten. Ja. Ne? Also du hast jetzt keine High-End-Tiere, die jetzt enorm viel Pflegeaufwand brauchen, sondern du hast, was ich ja ganz toll finde, auf Gorgonien gesetzt. Ja, Die finde ich bei dir. Ja. Du hast Weichkorallen drin, du hast Euphylien drin, also es ist dann doch wirklich auf Tiere zurückgegriffen, die jetzt auch mal Wertschwankungen eher wegstecken. Ja, die eigentlich es tolerieren, was für mich auch wichtig war, denn wir wollen also jetzt noch ein paar Reisen machen und dann braucht man ja jemanden, der ein bisschen auf das Becken aufpasst. Und deshalb war es für mich wichtig, einfach doch Tiere zu haben, also die nicht so sensibel sind. Ich finde einfach diese LPS-Korallen für mich wahnsinnig spannend oder alles, was sich bewegt, ist Dynamik. Und wenn es die Anemonen sind oder selbst, was leider jetzt so richtig wuchert, das sind die bunten Zähnchen, aber auch die, ja, die haben sich also vermehrt, also da muss ich jetzt schon aufpassen. Aber sagen wir mal, die Bewegung der Euphylien und so dieses Schweben im Wasser, also das finde ich, oder Gonioporen, Albioporen, das finde ich einfach irgendwie faszinierend. Im Vergleich zu Acropora-Becken, das sind dann einfach bunte Stangen. Ist sicher alle Achtung davor, also wenn man so ein Becken dann wirklich mit dem Griff hat. Da steht er doch da hinten. Der Wenn man das packt und wenn man danach noch manchmal diese wunderschönen Aufnahmen der Polypen sieht, die sich dann in einer vollen Farbpracht zeigen, also das ist ja schon faszinierend. Aber für mich war einfach hier diese Vielfalt wichtig und gerade zu Corona-Zeiten, wo man eben doch nicht so viel reisen kann, war das für mich eigentlich doch also ein wunderschönes Hobby. Ne? Hier den Leierfisch, den finde ich also immer wieder faszinierend und er ist so ein bisschen neugierig, kommt dann an die Scheibe und man möchte den so fast streicheln, so dicht kommt er also schon rein. Aber wenn man sowas plant, man muss natürlich auch überlegen, ist es finanzierbar, man muss es erhalten, man hat ja auch eine Verantwortung den Korallen, den Fischen gegenüber und das muss eben auch alles gut durchdacht sein. Der Wintergarten war fertig und dann hatte ich überlegt, wie kann man das integrieren und das bot sich hier einfach ein, ja, durch die ganze Atmosphäre und gerade in Corona-Zeiten, wo man vielleicht nicht ganz so beweglich sein kann, dann hat man sich da so eine kleine Oase geschaffen, die einfach schön ist, aber so ein Aquarium ist auch ein Zeitfresser. Wir sitzen manchmal abends davor, trinken ein Gläschen Wein und wups, sind ein paar Stunden vergangen. Wolfgang, ich weiß zwar nicht, ob du dieses Video hier überhaupt sehen wirst, aber ich denke, ich spreche für alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Danke für deine Zeit und für all die Einblicke, die wir hieraus mitnehmen durften. Ich persönlich habe nochmal ein großes Stück Begeisterung für die Natur und die Vielfalt der Lebensformen von dir übertragen bekommen und wünsche dir alles erdenklich Gute.